Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute häkeln wir zusammen einen Weihnachtsbaum und damit beginnen auch endlich die Weihnachtsanleitungen. Solltest du da noch irgendwelche Wünsche haben, schreib sie gerne in die Kommentare. Vielleicht schaffe ich ja noch einiges davon zu häkeln. Und dann würde ich sagen, kann es jetzt auch losgehen. Du beginnst wie immer mit einem Fadenring. Solltest du noch nicht wissen, wie der Fadenring funktioniert, verlinke ich dir hier ein Video, wo du das besser erkennen kannst. In diesen Fadenring häkelst du 4 feste Maschen. Wenn du das hast, ziehst du den Fadenring fest zusammen. Sollte es nicht auf Anhieb funktionieren, probier es einfach nochmal, manchmal hakt das ein bisschen. Dann nimmst du dir einen Markierungsfaden, damit du weißt, wo der Rundenanfang ist und häkelst in jede Masche eine feste Masche. Jetzt verdoppelst du jede Masche, das heißt, du häkelst in jede Masche 2 feste Maschen, aber du stichst dabei nur in das hintere Maschenglied ein. Und das machst du einfach, damit du später an den Stellen die Blätter anhäkeln kannst. Ich hoffe, du kannst es hier gut erkennen. Ich steche halt immer in das hintere Maschenglied ein. Dann häkelst du wieder in jede Masche eine feste Masche, aber ganz normal. Dann verdoppelst du jede zweite Masche. Das heißt, du häkelst in die erste Masche eine feste Masche und in die zweite 2 feste Maschen. Dann wieder eine feste Masche, 2 feste Maschen. Das wiederholst du bis zum runden Ende. Dann häkelst du in jede Masche eine feste Masche, stichst aber dabei wieder nur in das hintere Maschenglied ein. Dann häkelst du in jede Masche eine feste Masche, ganz normal. Dann verdoppelst du jede dritte Masche, das heißt, du häkelst in die ersten beiden Maschen jeweils eine feste Masche und in die dritte 2 feste Maschen. Auch dabei stichst du nur in das hintere Maschenglied ein. Und das wiederholst du auch bis zum runden Ende. Dann häkelst du 2 Runden lang in jede Masche eine feste Masche. Jetzt verdoppelst du jede vierte Masche und auch dabei stichst du wieder ins hintere Maschenglied ein und in die ersten 3 Maschen häkelst du jeweils eine feste Masche und in die vierte wieder 2 feste Maschen. Und auch das wiederholst du natürlich bis zum runden Ende. Dann häkelst du 2 Runden lang in jede Masche eine feste Masche. Jetzt verdoppelst du jede 5. Masche, das heißt, du häkelst in die ersten 4 Maschen jeweils eine feste Masche und in die 5. wieder 2 feste Maschen. Auch dabei stichst du nur in das hintere Maschenglied ein. Jetzt häkelst du 2 Runden lang in jede Masche eine feste Masche, ganz normal. Und da die Schritte sich jetzt mehr oder weniger wiederholen, schreibe ich dir an die Seite, wie es weitergeht. Wenn du das dann alles hast, dann häkelst du nochmal eine Runde lang in jede Masche eine feste Masche, stichst aber dabei auch wieder nur in das hintere Maschenglied ein. Wenn du soweit bist, müssen die Maschen wieder abgenommen werden und da du jede 8. Masche verdoppelt hast, nimmst du jetzt jede 8. und 9. Masche zusammen ab. Du häkelst also in die ersten 7 Maschen jeweils eine feste Masche.
Stichst in die 8. Masche ein, holst du den Faden, stichst in die 9. Masche ein, holst du den Faden und ziehst den Faden durch alle 3 Schlaufen durch. Und auch das wiederholst du die ganze Runde lang, also wieder 7 feste Maschen. In die 8. einstechen, Faden holen, in die 9. einstechen, Faden holen und den Faden durch alle 3 Schlaufen ziehen. Jetzt nimmst du jede 7. und 8. Masche zusammen ab, du häkelst also in die ersten 6 Maschen jeweils eine feste Masche. Stichst in die 7. ein, holst dir den Faden, stichst in die 8. ein, holst dir den Faden und ziehst den Faden durch alle 3 Schlaufen durch. Dann wird jede 6. und 7. Masche zusammen abgenommen, also in die ersten 5 Maschen jeweils eine feste Masche. In die 6. einstechen, Faden holen, in die 7. einstechen, Faden holen und den Faden wieder durch alle 3 Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du natürlich bis zum runden Ende. Dann nimmst du jede 5. und 6. Masche zusammen ab und das heißt natürlich, du häkelst in die ersten 4 Maschen jeweils eine feste Masche. Stichst in die 5. ein, holst dir den Faden, stichst in die 6. ein, holst dir den Faden und ziehst den Faden durch alle 3 Schlaufen durch. Auch das wiederholst du natürlich die ganze Runde lang und da das Ganze jetzt gleich bleibt, außer halt mit anderen Zahlen, schreibe ich dir auch hier den Rest an die Seite. Zwischendurch solltest du das Ganze natürlich auch mal ausstopfen, damit du noch überall rankommst. So, und wenn du das hast, ziehst du den Faden ein bisschen raus, schneidest den Faden ab und ziehst ihn komplett durch. So, und jetzt zeige ich dir, wie du das Loch dazu nähst. Du stichst also entweder zwischen den Maschen oder unter den Maschen durch, nach innen, dann nach außen, nach innen und wieder nach außen. Das machst du, bis du komplett drumherum bist. Dann machst du noch 1, 2 Stiche nach rechts und nach links. Und dann stichst du den Faden in der Mitte nach oben durch, so weit wie du kommst. Und ziehst den Faden fest und kannst ihn dann einfach abschneiden. Guck einfach zwischendurch, ob er auch stehen würde. Und dann machst du das schon richtig. So, jetzt siehst du ja diese einzelnen Reihen hier. Und da häkeln wir jetzt die Blätter bzw. Nadeln rein. Du nimmst dir also den Faden, stichst dort irgendwo in einer Masche ein, es ist egal welche du nimmst. Dann ziehst du den Faden durch wie eine Schlaufe, gehst in die nächste Masche rein, ziehst den Faden wieder durch und hast hier jetzt eine feste Masche. Dann machst du 2 Luftmaschen und stichst in dieselbe Masche wieder ein und machst eine feste Masche. Dann gehst du in die nächste Masche, machst eine feste Masche, 2 Luftmaschen, eine feste Masche in dieselbe Masche und machst eine feste Masche. Und das machst du jetzt, bis du komplett drumherum bist, also in jede Masche eine feste Masche, 2 Luftmaschen, eine feste Masche. Und wenn du am Ende der Runde angekommen bist, zeige ich dir hier nochmal in die eine Masche eine feste Masche, 2 Luftmaschen, eine feste Masche. Und dann stichst du in die erste Masche ein und machst eine Kettmasche, also reingehen, Faden holen und den Faden direkt durch die Schlaufe ziehen und ein bisschen rausziehen und den Faden abschneiden. Und dann hast du schon die erste Runde geschafft. Und das machst du jetzt noch 5 Runden lang. So, wenn du möchtest, kannst du jetzt so weitermachen oder wie ich oben es ein bisschen anders machen. Ich würde es dir auf jeden Fall gezeigt haben. Und zwar holst du dir wieder den Faden, stichst in die nächste Masche ein, holst dir den Faden und machst daraus eine feste Masche. Dann 2 Luftmaschen und eine feste Masche in dieselbe Masche, also wie unten auch. Und jetzt häkelst du in die nächste Masche eine feste Masche.
Und dann wiederholt sich das Ganze. In die nächste Masche eine feste Masche, 2 Luftmaschen, eine feste Masche, dann wieder eine feste Masche und dann wiederholt sich das alles. So, und das machst du, bis du oben angekommen bist. Oder du machst es eben so weiter wie bisher, ganz wie du magst. Und so sollte das Ganze jetzt aussehen. Ich habe oben die Reihe tatsächlich dann doch noch weggelassen, also ganz oben, aber das kannst du machen, wie du möchtest. Dann habe ich das Ganze nur noch mit Perlen und kleinen Sternchen dekoriert. Das kannst du natürlich machen, wie du möchtest. Du kannst da alles drauf machen, was du magst. Damit ist dein Weihnachtsbaum fertig und ich hoffe, das Video hat dir gefallen und geholfen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben und wenn du mich unterstützen möchtest, teile das Video auch sehr gern und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Bis dann!